Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch eine Himbeertorte und zwar machen wir eine Himbeer-Giotto-Torte. Viel Spaß! Dafür brauchen wir 3 Haselnuss-Biskuitböden mit einem Durchmesser von 26 cm. In der Infobox ist ein Link zu einem Rezept. Dann brauchen wir noch 250 Gramm Himbeerkonfitüre, einmal 500 Milliliter Sahne, 3 Päckchen Vanillezucker und 20 Giotto-Kugeln. Und dann für die Füllung und für die Verzierung brauchen wir noch einmal 500 Milliliter Sahne, 2 Päckchen Vanillezucker, 200 Gramm frische Himbeeren und nochmal 12 Giotto-Kugeln und 12 frische Himbeeren und dann noch 80 Gramm Mandelblättchen. Ja, und dann legen wir auch gleich mal los. Hier habe ich jetzt meine Giotto-Kugeln, die gibt ihr einfach in eine Schüssel und zermanscht sie ein klein wenig. Ich habe hier von meinem Mörser den, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, den Stempel genommen und habe die ein bisschen klein gehackt. Man muss es gar nicht so arg machen, denn in der Küchenmaschine zerkleinern sie nochmal. Also der Rührer sorgt dafür, dass es noch kleiner wird. So sah das Ganze aus. Hier habe ich jetzt meine Sahne, die gibt ihr natürlich in eine Schüssel. Und die schlagt ihr kurz auf. Dann kommt auch der Vanillezucker dazu. Und jetzt das Ganze steif schlagen. Ist die Sahne steif, kommen die zermanschten Giottos mit hinein. Oder die zerkleinerten Giottos. Einfach rein damit. Und jetzt müsst ihr aufpassen, wirklich nur kurz verrühren, denn es kann nämlich passieren, wenn ihr zu lange rührt, dass das Fett von diesen Nüssen die Sahne zerstört und dann wird sie grisselig und flüssig und das ist nicht mehr lecker. Also einfach reingeben, kurz durchrühren, sodass halt schön alles vermengt ist und dann war es das auch. So sah es aus, nochmal kurz durchrühren und dann geht es auch schon weiter mit den Böden. Ihr braucht 3 Stück, wobei ihr könnt auch 2 nehmen, aber ich wollte diesmal 3 Stück. Ein Rezept zu meinen 3 Böden findet ihr in der Infobox und die legt ihr euch schon mal parat. Eine nehmt ihr, also den Boden, der wo den Anfang macht, die legt ihr auf eine Tortenplatte und da gebt ihr jetzt die Marmelade drauf. Ihr könnt Himbeeren, Kirschen, Erdbeeren, was ihr wollt, könnt ihr nehmen, einfach drauf geben und verteilen. Was ich dann im Laufe der Zeit auch gelernt habe, nicht zu viel drauf geben, denn sonst wird der Boden zu flüssig und dann ist das eine richtige Matsche. Also schön vorsichtig, nicht zu viel drauf verteilen. Dann habe ich einen Tortenring darum gegeben, denn jetzt kommt meine Giotto-Sahne darauf. Und die einfach drauf geben und schön gleichmäßig verteilen. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Boden, mit dem Mittelboden. Der kommt einfach da drauf. Ihr seht jetzt hier, er ist mir unterm Draufgehen gebrochen. Also der war mega fluffig. Und ich muss sagen, ich habe ihn auch ein bisschen zu dünn geschnitten. Aber ehrlich, das macht überhaupt nichts, wenn der euch bricht. Ich meine, es kommt immer darauf an, wie er bricht. Wenn er natürlich komplett zerfällt, ist es doof. Aber das war ja hier jetzt nicht der Fall. Man kann das wieder zurecht drücken. Also man sieht es ja hier eigentlich ganz gut. Dann kommt auf diesen Boden auch nochmal Marmelade drauf oder Konfitüre. Dann habe ich nochmal 500 Milliliter Sahne aufgeschlagen mit Vanillezucker und da kommen jetzt die frischen Himbeeren hinein. Die müsst ihr natürlich vorher waschen und bitte achtet darauf, dass sie trocken sind, weil sonst wird euch die Sahne zu flüssig. Und die kommen da einfach hinein, kurz durchmengen und dann darf die Himbeersahne auf den nächsten Boden drauf und die ebenfalls schön gleichmäßig verteilen. Und was ich jetzt persönlich eigentlich ganz schön finde, ist, wenn man das so verstreicht, die Himbeeren zerfetzen ein klein wenig. Aber ich finde es echt cool, weil dann hat man lauter so kleine rote Streifen in der Sahne drin und ich finde es eigentlich optisch total schön. Ihr könnt es auch anders machen, erst die Sahne drauf geben und dann die Himbeeren. Ja, und dann kommt der schönste Boden von allen. Also man sucht sich den schönsten Boden aus, der wo dann oben drauf kommt. Den lege ich dann oben drauf, drücke das Ganze an und dann darf das für 2 Stunden in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit habe ich hier meine Mandelblättchen, die werden angeröstet. Die müssen dann auch noch auskühlen, denn die sind für den Rand gedacht. Hier habe ich jetzt meine Torte. Mit dem Messer vorsichtig lösen, also immer schön zur Form hin
schneiden. Tortenrahmen weg und so sah sie dann aus. Jetzt habe ich nochmal Sahne, da ist jetzt die Verzierung und die Tuffs mit drin. Ich weiß, es ist eine mega viel Sahne, werdet ihr euch wahrscheinlich denken, aber es ist eine Sahnetorte und ich habe mir auch gedacht, ich habe oben den Deckel nicht eingedeckt mit Sahne, weil sonst habe ich wirklich gedacht, war es viel zu viel. Aber es ist eine Sahnetorte und da finde ich, da darf auch ordentlich Sahne rein. Und mit einem Teil von der letzten Sahne habe ich den Rand ganz leicht eingedeckt, einfach nur so viel drauf geben, dass halt eben die Mandelblättchen dran haften können. Den Rest habe ich in eine Spritztülle gegeben mit einer französischen Sterntülle und dann werden Tuffs oben drauf gespritzt. Da habe ich abgemessen, ist gar nicht so einfach. Da habe ich kein Auge dafür, habe ich festgestellt. Ich brauche immer so einen Tortenteil, aber das ist da nicht gegangen, weil Cassade drauf war. Also ich tue mich da echt ein bisschen schwer. Aber schaut trotzdem schön aus. Dann braucht ihr nochmal Giotto-Kugeln. Da habe ich 6 Stück auf Tuffs gelegt. Also ihr habt gesehen, einmal Giotto, dann einmal Himbeer, einmal Giotto, einmal Himbeer. So abwechselnd, ihr könnt es auch anders machen, wie ihr wollt. Und am Rand entlang kommen dann die abgekühlten Mandelblättchen. Das ist auch immer so eine Arbeit, aber es lohnt sich. Ja, und dann war meine Torte fertig. Ich habe dann noch spontan entschieden, das habe ich aber dann vergessen zu filmen, noch kleine Tuffs rumzumachen, denn ich hatte noch ein bisschen Sahne übrig und habe dann versetzt Giotto und Himbeeren draufgelegt, wie ihr hier sehen könnt. Und ich finde eigentlich das optisch total schön. Sie ist eine rustikale Torte, also optisch mega rustikal und ich mag das eigentlich. Und es ist auch mal was anderes, also es muss oben nicht immer irgendeine Creme drauf sein. Ja, das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.